Hallo meine Lieben, heute habe ich mal ein ganz anderes Thema für euch und zwar Buttons. Wie ihr diese Buttons mit einer Maschine selber erstellen könnt, das zeige ich euch gleich. Das, was wir heute machen werden, sind so Buttons. Diese zwei hier, eines mit einer Magnetrückseite, eines mit einer Nadel. Und das machen wir mit der Buttonmaschine und wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns gleich Schritt für Schritt an. Damit ihr die Buttons machen könnt, braucht ihr natürlich eine Buttonmaschine. Ganz ehrlich gesagt, ich würde mir sowas jetzt nicht beschaffen, wenn ich so alle paar Monate mal ein paar Buttons mache. Das rentiert schon erst, wenn ihr eine größere Zahl macht, weil dieses Ding ist, was war das, glaube ich, 270 mit den Lieferkosten. Wenn ihr das in Deutschland bestellt, bei dem Link, wo ich euch angebe, dann wird es ein bisschen billiger. Bei uns war das Ganze noch mit Zoll und allem. Ich glaube, da liegt ihr irgendwie bei 250 oder so. Zwischen 230 und 250. Mit der Maschine selber, ihr seid eingeschränkt von der Größe her. Das ist so dieses, naja, eher Negative. Ne? Ihr entscheidet euch für eine Größe und das ist diese Buttongröße hier, die ihr mit dieser Maschine machen könnt. Es gibt natürlich solche wo ihr größere haben könnt oder auch eckige haben könnt. Es ist halt einfach, ihr entscheidet euch für eine Variante und dafür kauft ihr dann die Maschine. Ihr könnt damit verschiedene Sachen machen. Ich habe euch hier so 12 Dinge mal ausgelegt, die ihr, wenn ihr die Maschine bestellt, auch mitkriegt als Beispiele mit jeweils ein paar Elementen dazu, wo ihr das selber ausprobieren könnt. Hier zum Beispiel einen Anhänger mit so einem Plastikteil und hinten auch Plastik drauf. Dann gibt es hier einen mit einem Metallteil, das hinten auch mit so einem Plastikteil befestigt ist. Dann gibt es solche Stöpsel, die man zum Beispiel an eine Steinwand oder eine Fliesenwand dran machen kann oder Kühlschrank. Dann für Kinder vielleicht auch lustig, so mit diesem Fingerring-Bügel. Dann haben wir hier so zum Beispiel mit einer Haarnadel, die da dran gemacht ist. Oder hier einen Clips für Ohrstecker. Dann haben wir denn hier noch ganz normal Magnete. Dann gibt es hier die ausführlichen Magnete. Das ist jeweils besser, wenn ihr mit den Nadeln gibt es ja in die Kleider immer so ein kleines Löchlein und mit dem hier, das könnt ihr vorne am Kleidungsstück anmachen und das innen drinne und das hält dann auch wirklich. Das ist was, dann gibt es hier ganz normale, einfach metallige Rückteile. Das verwende ich viel für die Scrapbooks, wenn ich das an die Manschette für den Öffnen- und Schließmechanismus dran mache. Dann gibt es hier halt einfach mit so einem kleinen Bogen dran, wo man das irgendwo festmachen kann. Und dann gibt es zwei verschiedene Arten von Nadeln. Das ist eher so ein bisschen die einfachere, wo die Nadel hier so drin ist. Und das hier ist eher so ein bisschen die qualitativ höher stehende mit diesem Rückteil. Ich selber für mich, ich habe die Nadeln, ich habe die Magnete und ich habe wo haben wir es? Hier, diese Metallrückseiten. Das sind die drei, die ich für mich habe. Alles andere muss man dann natürlich immer bestellen, ne? Und ich zeige euch heute diese beiden Teile, das heißt einerseits, wie ich einen mache mit einem Magnet, den man dann zum Beispiel an einen Kühlschrank machen kann oder an eine Metallwand und dann eine mit der Stecknadel drin. Das Design mache ich jeweils im PowerPoint drin.
könnt ihr machen, wo ihr wollt. Für mich geht es so am einfachsten. Ich gucke jeweils drauf, ne, dieser Kreis, der sollte 3,2 cm sein. Und ich mache aber jeweils, wenn ich es designe, innen drin auch nochmal einen Kreis von 2,3 cm Durchmesser, weil das, was ihr hier dann ausstanzen werdet, das legt sich ja auch hier so um diese Kante herum. Und wenn der Schriftzug hier drauf ist, dann kann man den fast nicht mehr lesen. Deshalb gucke ich immer, okay, wo habe ich die Einschränkung, wo fängt sich das Ganze dann über den Button drüber zu legen. Von dem her mache ich das jeweils so. Und ausgedruckt habe ich das auf ein ganz normales ein Druckerpapier. Geht da auch nicht auf stärkeres Papier oder Fotopapier, weil das muss sich mit der Plastikfolie, die da oben drauf ist, umlegen können. Wenn das zu starkes Papier ist, geht das nicht. So, jetzt um das auszustanzen, weil das sehr ein dünnes Papier ist, lege ich jeweils von meinem 200 Gramm Karton hinten dran. Dann drehe ich die Stanze, die 3,2 cm Durchmesser hat, drehe ich um, damit ich hier genau sehe, wo liege ich mittig. Und dann stanze ich das aus. Dann habe ich hier mein Teil für den Button. Ich mache hier kurz noch eins von dem blauen. Dasselbe Prinzip, ich gehe rein, gucke, wo die Ränder sind von diesem Kreis, versuche hier mittig zu bleiben und stanze mir das aus. So. Die Kreise könnt ihr beiseite legen, die braucht ihr vielleicht irgendwann fürs Papierbasteln oder was auch immer. Und jetzt geht es folgendermaßen. Wir machen zuerst die mit dem Magneten. Da braucht ihr so ein Metallteil. Dann braucht ihr hier das, wo das Metall, der Magnet drin ist. Und dann müsst ihr hier noch dieses Plastikteil haben, was oben drüber kommt. Da gucken, dass ihr nicht allzu stark mit den Fingern drauf kommt, weil sonst habt ihr die Fingerabdrücke drauf. So, jetzt steht auf der Maschine, hier ist eine 1 eingestanzt und hier ist eine 2 eingestanzt. Das heißt, wir müssten hier drüben bei der 1 anfangen. Bei der 1, das ist das, was den vorderen Teil des Buttons ist. Das heißt, wir machen hier dieses Metallteil rein. Das passt hier auch schön rein. Dann legen wir das Papier rein und dann legen wir diese Plastikfolie drauf. Wenn das drinnen ist, dann drehe ich das Ganze um, dass es hier hinten in diesem Stanzmechanismus ist. Ne? Und jetzt muss ich diesen Hebel nehmen und den zu mir drücken. Und wieder loslassen. Wenn ich jetzt das Ganze wieder drehe, ist das Teil weg. Das ist jetzt hier unten in diesem Mechanismus drin. Jetzt brauche ich die 2. Das ist das Teil, was die Rückseite bildet. Und da ist es so, dass dieser Magnet, den sehe ich, weil das ist das, was ich dann, machen wir es hier, ne? So sieht es von hinten aus und deshalb muss ich den so reinlegen. Dann drehe ich den unter diesem Mechanismus und auch wieder Hebel runterziehen, loslassen, zurücknehmen. Und jetzt habt ihr hier wunderbar diesen Button. Auch wenn es Papier ist, also mit diesem Plastikteil oben drauf, habt ihr dieses Papier auch gut geschützt. Ihr seht, das war jetzt schon fast ein bisschen groß. Das heißt, das Ausrufezeichen ist auf der Seite und der S ist auf der Seite. Naja, aber hat auch was. So, das war der Magnet. Jetzt machen wir noch das mit der Nadel. Da brauchen wir andere Teile. Und zwar braucht ihr hier so einen Ring.
Dann brauchen wir genau wie beim anderen Element auch so eine Scheibe. Dann brauchen wir eine Stecknadel und natürlich auch für hier diese Plastikfolie. So, gleiches Prinzip. Zuerst der Button rein und ich habe hier immer noch die 1 vor mir. Dieses Metallteil rein, dann mein Papier und dann diese Folie. Und dann drehe ich das wieder nach hinten, damit es wieder unter diesem Mechanismus ist. Hebel runter, zurück. Dann drehe ich das Ganze wieder. Weg ist es. Und dann brauche ich logischerweise die 2. Und da ist es so, dass der Ring, die flache Kante liegt unten, diese scharfe Kante liegt oben. Das kommt so hier rein. Und dann geht es auch wieder nach hinten. Wieder Hebel ziehen. Loslassen und nach vorne drehen. Und dann haben wir hier schön diese Einfassung. Und hier rein kommt jetzt die Nadel. Zwar geht es am einfachsten, wenn ihr zuerst dieses obere Teil hier reinschiebt und dann, ich schiebe das mit dem Daumen so rein, bis es Klick macht. Und dann kann man hinten immer noch in eine Richtung drehen, weil ich will ja, dass die Nadel parallel zum Schriftzug ist. So, und jetzt habe ich hier eine Nadel drin, kann die zumachen und fertig ist auch der zweite Button. Mit viel Erklären hat es ein bisschen länger gedauert, aber wenn ihr da mal dran seid, könnt ihr da echt massenhaft Buttons erstellen, weil es liegt dann alles, ich lege mir immer alles zuerst bereit und dann fange ich hier an, quasi Massenproduktion zu machen. Und ja, so einfach sind Buttons gemacht. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, selber mal solche Buttons zu machen. Die ganzen Materialien inklusive den Link zu dieser Maschine, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!